Servus Leute, am Renault hat der Lenkkopfschalter einen Defekt. Das äußert sich, indem sich das Licht nicht mehr abschalten lässt und auch der Scheibenwischer nur ab und zu funktioniert. Mal funktioniert es und das andere Mal wieder nicht. Der Lenkkopfschalter am Renault Kangoo ist scheinbar eine Schwachstelle. Aber die Demontage ist leicht zu bewerkstelligen. Und dazu die beiden Torx-Schrauben an der Unterseite der Lenksäulenverkleidung entfernen. Neue Lenkkopfschalter gibt es im Internet schon ab ca. 40 €. Und auch deren Montage ist denkbar einfach. Nun kann man die obere und die untere Lenksäulenverkleidung einfach auseinanderziehen. Zum Entfernen der oberen Verkleidungsschale die Lenkradhöhenverstellung am Lenkrad lösen und ganz nach unten schieben. Die Lichtschaltereinheit ist mit zwei Clips, eine an der Oberseite und eine auf der Unterseite gesichert. Diese nur etwas eindrücken und schon kann man die Einheit herausziehen. Doch nach dem Entfernen der Lichtschaltereinheit hat man gleich gesehen, warum das Ganze nicht mehr funktioniert. Ein Kabelbruch direkt an der Lenksäulenverkabelung. Ein seltsamer Fehler, aber mein Renault überrascht mich immer wieder. Die untere Verkleidung ist mit einem Kunststoffclips im vorderen Bereich gesichert. Hierzu die Verkleidung Richtung Lenkrad wegziehen. Die Wischerschaltereinheit ist auch mit zwei Clips gesichert. Nach dem Lösen des zweiten Clips lässt sich diese Einheit auch einfach nach außen abziehen. Und da ich den Kabelbruch als Fehlerquelle vermute, kann ich die rechte Schaltereinheit einfach im Auto belassen. Nur noch den Stecker an der Wischereinheit abziehen. Und schon ist die Lichteinheit des Lenkkopfschalters ausgebaut. An der Bruchstelle habe ich die Drähte 3 mm abisoliert. Zum Verlöten reicht ein einfacher Lötkolben. Da ich keinen Schrumpfschlauch in dieser Größe zur Verfügung hatte, habe ich einfach die Umhüllung eines etwas stärkeren Drahtes verwendet. Die leere Hülle habe ich dann einfach über die Leitung geschoben. Zum Verlöten die beiden Litzen mit Lötzinn benetzen. Das hat beim Verlöten nachher den Vorteil, dass ihr das Lötzinn nicht extra zuführen müsst. Jetzt das Ganze noch kurz erhitzen und fertig. Eine stabile Verbindung. Jetzt noch die Kabelhülle über die Lötstelle schieben. Zum Fixieren habe ich sie an beiden Seiten mit dem Lötkolben etwas erwärmt. Zur Montage nun wieder den Stecker in die Wischereinheit stecken. Die rechte Einheit
einschieben, bis sie hörbar einrastet. Auch auf der linken Seite das gleiche Spiel. Jetzt noch den Kabelstrang in die dafür vorgesehenen Vertiefungen drücken. Um die untere Verkleidung wieder anzubringen, ist es ratsam, den Hebel der Lenkhöhenverstellung offen zu lassen. Nun die Verkleidung nach vorne schieben, bis diese hörbar einrastet. Um die obere Verkleidung anzubringen, auch hier das Lenkrad ganz nach unten stellen. So lässt sich diese Verkleidung sehr leicht anbringen. Seitlich kann man gut erkennen, wo die Clips einrasten müssen. Ist die obere und untere Schale zusammengefügt, kann man die Einheit wieder mit den 2 Torx-Schrauben befestigen. Und jetzt der spannende Moment. Funktioniert alles, wie es soll. Das Licht lässt sich wie gewohnt ein- und ausschalten und auch der Scheibenwischer funktioniert, wie er soll. Ich bin froh, dass es nur ein Kabelbruch war. Aber auch das Wechseln der kompletten Lenkkupfschalter ist einfach zu bewerkstelligen. Macht's gut und bleibt gesund und eine gute Fahrt. Euer Easy Do It.